What? Do you also think Swiss people don't like small talk? Let's dive into it. So when I researched the internet about Switzerland and small talk, I found a lot of people coming from other countries. They say, well, Swiss people don't do small talk or they don't like small talk. I mean, I just read the following. The Swiss just don't get small talk. If they don't know somebody well enough to share personal information, they don't see the point in having conversations about nothing. If you count as a friend, they won't necessarily divulge personal information to you. Emotions are private things they don't want to force upon others. Work colleagues strictly discuss politics and business over lunch break. Well, I'm not 100% sure about that. Because, we certainly are able to do small talk. Ja. Oh. Ja. Ja, ist immer warm. Jetzt haben wir noch so zurückgekommen, eher als die letzten Tage für den Stall. Ja, Ja, was so schön ist, kann man schon ändern, ja. 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 Was? Ja. Gut. Ja. Ja. Also we here in Switzerland, we use small talk to socialize, to get to know somebody a bit better, to do the first step, to keep a conversation going, these kind of things. So I would like to teach you how we do it here. There are certain things you need to know about Swiss people doing small talks. Like, for example, in some countries, it's a taboo to talk about the weather, for example, because if you talk about the weather, it means that's kind of your last resort if you really don't know what else to say to this person. But here it's quite a common topic. Just don't be surprised if you hear the topic weather over and over again, because for us weather is a very important topic, and also within our really small country we can have very different weather. Whether you go to the south of Switzerland, where we have sometimes even like Italian kind of weather, and in the north it's like freezing cold, so you can just travel 1.5 hours and be in the blazing sun and go north and be in the snow. So weather is quite an interesting topic for Swiss people, I have to say. So which other topics could you talk about? Sports, hobbies, travel, current happenings, like for example right now, of course, Corona is topic number 1 of Swiss people having small talks. I guess it's similar in quite a lot of other countries too. And there are a few taboo topics which I just wouldn't talk about when you have your first conversation with somebody. And these topics are death, illness, religion, criticism about others, politics can be tricky, and money. Swiss people are quite strange about the topic money. We basically don't really talk about it. It's a taboo. For example, don't really ask a Swiss person, how much do you earn? I wouldn't ask that, because I think most people would stop the conversation there. But of course, younger people and more open people, they would also be happy to talk about that. But better don't try it. So let us have our first small talk. Let's start with the short and classic small talk you can always have, no matter where you meet a person. Hoi. Hoi. Wie geht's? Gut, und dir? Ja, auch gut, danke. Tschüss. Tschüss, schönen Tag. Now let's try it with me. Hoi.
Yeah, you say hoi as well. Hoi. Wie geht's? Then you say it. Yeah, you could say gut. Und dir? Auch gut. Danke. Tschüss. Yeah, you just say tschüss as well. Bravo, you've just had your first ever Swiss small talk. So if you don't really know the person, you have a formal conversation. Instead of hoi, you say Grüezi. Grüezi. Geht's gut? Ja, alles bestens. Und Ihnen? Alles gut, danke. Adieu und noch einen schönen Tag. Adieu. Grüezi. Yeah, you say grüezi as well. Grüezi. Grüezi. Geht's gut? Geht's gut? What would you say? Yeah, you could say ja, alles bestens und Ihnen? Say it. Ja, alles bestens und Ihnen? Very good. Ja, alles bestens und Ihnen? Alles gut, danke. Alles gut, danke. Adieu und noch einen schönen Tag. Adieu und noch einen schönen Tag. Then you could just say, yeah, you can just say adieu as well. So let's have a typical weather chit chat. Hoi. Hoi. Wie geht's? Gut, und dir? Auch gut, ist ja super Wetter. Ja, gell, endlich wieder Sonne. Ja, müssen wir ein bisschen geniessen draussen. Ja, gell. Also, viel Spaß. Danke, dir auch. Tschüss, tschüss. Hoi. Hoi. Then again, wie geht's? Gut und dir? You could say gut und dir? Auch gut. Ist ja super Wetter. Auch gut. Ist ja super Wetter. Ja, gell. Endlich wieder Sonne. Say it. Ja, gell. Endlich wieder Sonne. Ja, gell. Endlich wieder Sonne. Say it. Very good. Very good. And then? Ja, müssen wir ein bisschen geniessen draussen. Ja, müssen wir ein bisschen geniessen draussen. Then you could just say, ja, gell. Say it. Ja, gell. And in the end, you could say, also viel Spaß. Also viel Spaß. And then you could say, danke, dir auch.
Say it. Danke. Dir auch. Ja. Danke dir auch. Tschüss, tschüss. That's the weather chit chat. Then if you want to talk about current happenings, you could say, Hoi. Hoi. Wie geht's? Alles bestens. Einfach ein bisschen mühsam mit dem Corona. Ja, das finde ich auch. Es wäre schön, wenn es gleich vorbei wäre. Ja, voll. Machst du auch Homeoffice? Ja, schon seit 6 Monaten. Also, dann wünsche ich dir trotzdem noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Tschüss, tschüss. Hoi. Hoi. You say back. Hoi, hoi. Wie geht's? And then you could say, alles bestens. Einfach ein bisschen mühsam mit dem Corona. Alles bestens. Say it. Einfach ein bisschen mühsam mit dem Corona. Alles bestens, einfach ein bisschen mühsam mit dem Corona. It's not easy, isn't it? Ja, das finde ich auch. Es wäre schön, wenn es gleich vorbei wäre. Ja, das finde ich auch. Say it. Ja, das finde ich auch. Es wäre schön, wenn es gleich vorbei wäre. Ja, es wäre schön, wenn es gleich vorbei wäre. And then? Ja, voll. Then you can ask another question. Machst du auch Homeoffice? Machst du auch Homeoffice? Can you say that? Machst du auch Homeoffice? Machst du auch Homeoffice? Ja, schon seit 6 Monaten. Say it. Ja, schon seit 6 Monaten. Ja, schon seit 6 Monaten. Very good. And then? Also, dann wünsche ich dir trotzdem noch einen schönen Tag. Also, dann wünsche ich dir trotzdem noch einen schönen Tag. Ja, very good. Dann wünsche ich dir trotzdem noch einen schönen Tag. Then you say, das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich dir auch. Say it. Das wünsche ich dir auch. Das wünsche ich dir auch. Very good. Tschüss and that's it. So now on to the business talk. So here you would say, for example, you introduce yourself first. Hallo, ich bin die Andrea. Hoi, freut mich. Ich bin Susanna. Schaffst du schon lange bei uns? Nein, erst seit 2 Jahren. Ah, okay. Und in welcher Abteilung? Ich arbeite in der Buchhaltung. Und du? Ich im Marketing. Hallo, ich bin die Andrea.
if you have a very informal way of treating each other in the office. Otherwise, you would of course not mention your first name, but your last name. Hallo, ich heiße Müller, for example. Let's stick with the informal way because it's more and more common here as well in Switzerland. Okay, so you would say, Hallo, ich bin Andrea. Then you could say, Hoi, freut mich, ich bin Susanna. Hoi, freut mich, ich bin Susanna. Schaffst du schon lang bei uns? Schaffst du schon lang bei uns? Nein, erst seit 2 Jahren. Erst seit 2 Jahren. Ah, okay. Und in welcher Abteilung? Und in welcher Abteilung? Ich arbeite in der Buchhaltung. Und du? Ich im Marketing. Let's also talk about networking. Like when you go to networking events to meet people, the conversation could, for example, go like this. Hoi, ich bin Andrea und bin Filmemacherin. Oh cool, ich bin Susanna und bin Schriftstellerin. Schön, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Von wo kommst du? Ich komme aus England. Wow, England, cool. Wie lange bist du schon in der Schweiz? Seit 3 Jahren. Hast du mir nicht eine Visitenkarte oder bist du auf Instagram? Da hast du mein Kärtchen, ich bin nicht so viel auf Social Media. Okay, danke dir. Also dann noch viel Spaß heute Abend. Danke dir auch. Tschüss, tschüss, tschüss. Hoi, ich bin Andrea. Hoi, ich bin Andrea und bin Filmemacherin. Oh cool, ich bin Susanna und bin Schriftstellerin. Ich bin Susanna und bin Schriftstellerin. Schön, dich kennenzulernen. That's an important sentence. Schön, dich kennenzulernen. Say it. Schön, dich kennenzulernen. Then you can just answer gleichfalls. Gleichfalls. Von wo kommst du? Von wo kommst du? Ich komme aus England. Ich komme aus England. Wow, England! Cool! Wie lang bist du schon in der Schweiz? Wie lang bist du schon in der Schweiz? Seit 3 Jahren. Seit 3 Jahren. Hast du mir nicht eine Visitenkarte? Oder bist du auf Instagram? Hast du mir nicht eine Visitenkarte? Oder bist du auf Instagram? Da hast du mein Kärtchen. Ich bin nicht so viel auf Social Media. Da hast du mein Kärtchen. Ich bin nicht so viel auf Social Media. Okay, danke dir. Also dann noch viel Spaß heute Abend. Also dann noch viel Spaß heute Abend. Danke dir auch. Danke dir auch. So, as I can see, you're still here. Hey, I just created a Patreon page for people who want to get really serious about learning our language. Patrons will have access to all written material, be it visuals, slides, transcripts,
or vocabulary list. If you become a patron before the end of April, I will send you a personal and handwritten postcard. So let's do this and let's get serious. And then I'm sure you would be interested in my other video of how to make appointments. Check it out here. See you later. Bye.